Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, der zufällig so heißt wie ich, Spectral Danny. Und heute reagieren wir auf ein Video, das ganz frisch erschienen ist, denn Sony hat was gedroppt. Und zwar eine Präsentation, in der eine neue Real Time Technologie für Visual Effects präsentiert wird. Und das Ganze wird anhand eines kleinen Ghostbusters Clips gezeigt. Es gibt auch ein bisschen Behind-the-Scenes-Kram zu sehen. Jason Reitman erklärt auch ein paar Sachen. Und da würde ich doch sagen, da schnackt man nicht lange rum, sondern gehen direkt rein ins Video. Ich habe mal so ein bisschen vorgespult. Ich werde auch nicht das komplette Video am Stück jetzt so zeigen, weil ich halt auch keine Probleme mit Sony kriegen möchte. Ich werde so ein bisschen die Ghostbusters relevanten Sachen hier zeigen. Und natürlich werde ich hier auch so ein bisschen das noch, was Jason Reitman dazu zu sagen hat, auch noch ein bisschen mit euch anschauen zusammen. Und ja, wie gesagt, da gehen wir doch direkt mal rein in die Laube. Los geht's. Our goal at Sony is to fill the world with emotion through the power of creativity and technology. And this project speaks to the very heart of this mission. We wanted to push the limits of what is possible with current real-time game engine technology and to see if we could direct a traditional visual effects shot live on a motion capture stage. Film production involves many creative disciplines, all collaborating together to bring the director's vision to life. So it was important for us to find the right partners. Also im Prinzip, um das jetzt für euch schon mal so ein bisschen zu erklären, also es geht hier um ein Tool, eine Technologie, die mit der Unreal Engine, die kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch aus dem Videogame-Bereich, das ist eine Grafik-Engine, genutzt wird. Und es geht darum, quasi, ein Setting am Computer aufzubauen, das im Prinzip fotorealistisch aussieht, mit realistischen Lichtverhältnissen und so weiter. Und man quasi hier bevor man eigentlich schon eine Szene dreht, schon gucken kann, wie sieht das dann an der jeweiligen Location aus? Wie wirkt sich das als Set insgesamt sozusagen aus? Wie ist es mit dem Licht? Wie müssen wir die Kameras aufbauen? Also man kann da im Prinzip vorab schon simulieren, wie so eine Szene ablaufen kann und wie man die am besten filmen kann, was natürlich extrem viel Zeit beim Dreh spart und natürlich auch Geld. Und wir werden das ja auch noch mal ein bisschen näher mit diesem Ghostbusters-Clip gezeigt kriegen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Kram. For this project, we approached Jason Reitman and the Ghost Core team, who provided the creative vision, Pixarmondo, who would bring their visual effects and real-time expertise, PlayStation Studios, who would provide the motion capture experience and their world-class mocap stages, and Epic Games, whose Unreal technology would power this experience. So the Ghostbusters real-time project is one of the most incredible pieces I've seen in a long time. It really brings out the capabilities of Unreal Engine and shows that it's possible to have final pixel quality in a fully synthetic environment. So it has taken this extremely abstract art, visual effects, and turned it into something that's tangible. It's also brought visual effects artists, like our friends at Pixarmondo, to the stage, to the set where we all work together in one unified environment. What was exciting about this project was the opportunity to really push Unreal to deliver photorealism in real time. As a director, there's nothing more important to me than performance. Pixarmondo gave me the opportunity to direct a real-life actor and get a performance out of a digital character that I would have never been able to. Was ich hier nochmal anmerken möchte, weil ich da auch so manche Kommentare gesehen habe dazu, wo es hieß, ja, aber die haben es noch nicht mal hinbekommen, den Stay-Puft richtig darzustellen. Da fehlt ja der Latze und die Schleife. Ich glaube, das soll ein bisschen so ein zu groß geratener Mini-Puft in dem Fall sein. Das sieht man ja auch eigentlich am ganzen Design. Wenn man Legacy gesehen hat. Do if I was standing over an artist's shoulder. I mean, the benefit, is really clear. All we want as filmmakers is to have more time and more scope. It's the idea that I could be on a stage and be able to set the time of day, direct my actor, and not worry about what time rush hour is going to be, what time the sun was going to go down. To have control over the environment like that really changed my view about what was possible. This has been an amazing collaboration and a testament to what is possible when different Sony groups focus together around a single shared goal. We are all excited for what we can do next.
Das ist halt nämlich auch genau dieser Punkt, was ich eben schon gesagt habe. Also man kann hier im Prinzip auch, also theoretisch, wenn das Foto realistisch ist, kann man natürlich auch Szenen drehen, ohne jetzt wirklich vor Ort sein zu müssen. Und Jason wird das nachher nochmal ein bisschen erläutern, wie schwer das halt wirklich in einer Stadt wie New York auch inzwischen ist, zu drehen. Weil man natürlich auch nicht mehr wirklich so Straßen absperren darf und so weiter, und eben auch den Verkehrsflow nicht so krass behindern darf. Also das sind halt ganz viele Sachen, die so einen Dreh in New York natürlich stark behindern. Und es gab ja auch Außendrehs für Ghostbusters 4, die tatsächlich dann auch in New York stattgefunden haben. Da gab es dann ja auch diverse Videos, die da geleakt sind von dem Stunt-Team, das da in dem Ecto rumgeheizt ist. Da gab es viele, viele gute Sequenzen auch. Und das ist natürlich was man dafür als Tool richtig, richtig gut nutzen kann. Hier sind jetzt natürlich so ein paar Stellen dabei, das werden wir auch gleich nochmal sehen, die, ja, manches sieht schon so ein bisschen Videogame-mäßig aus. Aber grundsätzlich ist das ja auch erstmal ein Testvideo. Und die Frage ist halt auch, inwieweit das jetzt für den Film genutzt wird, der jetzt kommt, also Ghostbusters 4, der jetzt im März kommt, oder ob das vielleicht sogar für ein Projekt, was danach kommt, realisiert wird. Also abwarten. Ich glaube, jetzt kommt noch gleich eine Gesprächsrunde mit Jason Reitman und weiteren Leuten von Sony. So at Sony Pictures. Hier nochmal so ein bisschen vorspulen. Last year, our friends at Sony Pictures Imageworks released. Ja, also da waren noch so ein paar Vergleiche zu bisherigen Produkten und so weiter. And this was the sandbox that we used to plan our shoot. Mal so ein bisschen New York. And within that, we virtually scouted each of the locations to match the storyboards. We got a lot of feedback that people thought we'd actually drawn the storyboards from the environment, but the city sample gave us all the flexibility that we needed to find our shot locations. And then the Pixar Mondo team incorporated film VFX assets into the real-time environment, rigging, in this case, the iconic Ecto, so that it would drive and behave realistically within the city. Ja, das Ding ist halt, gut, es wird hier halt auch gesagt, dass das sich irgendwie realistisch verhält und so. Ja, es ist trotzdem immer noch, man hat das bei vielen Sequenzen gesehen, dass das wirklich noch so ein bisschen Uncanny Valley-mäßig ist. Also man merkt halt, dass irgendwas off ist. Sollte ja eigentlich so nicht sein. Also ich glaube, dass das ein gutes Tool ist, aber wenn man es zu viel nutzt oder komplett Szenen damit so macht, ich weiß noch nicht, ob das ist halt immer die Frage, ob es schon so ausgereift ist. Aber ja, wir gucken ja mal ein bisschen weiter. Es wird ja auch noch das komplette Video, glaube ich, hier gezeigt. Genau. Das gucken wir uns auf jeden Fall auch nochmal an jetzt hier. Shortfilm. Das ist so ein kleiner Test-Kurzfilm jetzt sozusagen. What we need is local control. But into this rig. Hier sitzt auch an den Menschen, das sieht jetzt schon sehr gut Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Die Version von dem Song ist aber auch eine neu eingespielte. Das merkt man zum einen an den Background-Vocals, die dieses Ghostbusters reinrufen. Die sind auf jeden Fall ganz neu. Und auch der Rest klingt frischer eingespielt. Also wenn das eine Version ist, die tatsächlich auch für den neuen Film geplant ist, finde ich das ganz gut. Weil so ein bisschen Frische tut dem Song echt gut. Also den komplett neu machen oder jetzt irgendwie einen auf Metal oder keine Ahnung, auf irgendwie moderne Musiktrends getrimmt oder so, das passt ja halt dann auch nicht zu Ghostbusters. Aber dass er so ein bisschen aufgepimpt wird, das kann der Song auf jeden Fall gebrauchen. Und das ist eine coole Version hier, so wie ich das höre. Also die, ja, könnte man so im Film behalten. If it's something weird and don't look good, who you gonna call? Aber auch wie die
Schläuche sich da bewegen. Das sieht richtig aus. Ja, das ist ja so offensichtlich ein Mini-Kraftwerk. Running through your head. Call. An invisible man sleeping in your bed. Who you gonna Okay, das war cool. Auch hier an diesem Marshmallow. Ansonsten ganz viele Sachen dabei, also auch die Stadt, also die Umgebung, die sieht richtig geil aus. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist wirklich fotorealistisch. Ansonsten bei ganz vielen Bewegungsabläufen sieht man noch, dass das noch verbesserungswürdig ist, sagen wir es mal so. Ja, eben dieses Marshmallow-Zeugs, was da runterläuft vom Auto, das sah nicht so gut aus. Auch so, also so manche Bewegungen, wie der Wagen da so fährt und dann so ein bisschen mitwackelt mit den Unebenheiten der Straße. Weiß ich nicht. Also das reißt mich immer noch raus, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es ist halt erstmal nur so ein Kurzfilm, so ein Testvideo. Es kann natürlich sein, wenn das jetzt für Ghostbusters 4 genutzt wird oder genutzt wurde. Die Frage ist ja auch, wie weit im Voraus ist dieses Video entstanden und es wird ja jetzt erst veröffentlicht. Inwieweit wird das eigentlich für den Film eingesetzt, wenn dieses Tool so genutzt wurde, dass man damit so ein bisschen geschaut hat, okay, wie können wir die Szenen am besten ausleuchten? Welche Kamerapositionen und Winkel sind am besten und welche Bewegungen kommen vor der Kamera am besten? Also geht ja auch wirklich darum, das war ja hier auch schon ein Thema, dass man so Storyboards eben auch richtig gut umsetzen kann und auch schon mal exakt schauen kann, wenn wir das so im Storyboard so gezeigt haben, funktioniert das denn dann im Film eigentlich in der Einstellung? Also ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Hilfe ist und dass das tatsächlich auch das Filmedrehen super vereinfachen kann. Zum einen schneller machen kann, weil weniger Aufwand und natürlich die Kosten auch senken kann. Dass das jetzt irgendwie komplette Filme, komplette Szenen nur mit diesem Tool entstehen, sehe ich jetzt, wenn ich die Qualität von dem Video hier sehe, allerdings noch nicht so richtig. Ja, Applaus. Ja, keine Ahnung. All of Manhattan. Also, Going into that virtual city and now setting up a ich virtual. glaube, es gibt ja auch eine Stelle, wo er das sagt mit dem Dreh vom aktuellen Film, dass da auch in New York immer so ein bisschen problematisch war. Ich lasse das mal ab der Stelle laufen. I think you remembered, you know, as parts of New York that you'd seen and that you'd kind of used for locations. I think that was a great opportunity to start to see that environment and start to understand some of the early possibilities as to what we might be able to do. Yeah, and even just, I remember saying, you know, there's too many two-way streets. You know, if this is supposed to be Manhattan, we need more one-ways. And I remember you'd be like, oh, we could do that. We can make one-way streets. I was like, oh, okay. Yeah, side alleys, I remember being another... Oh, yeah, there's no alleyways in New York City. This is a common misnomer. I feel like there's so many movies where in New York City where a scene takes place in an alleyway, Spider-Man movies, things like that. And there's actually only one alleyway in all of Manhattan. And like anything that's ever... Okay, das finde ich auch stark, dass er hier sagt, dass es eigentlich in allen möglichen Filmen und Serien sieht man immer so Seitenstraßen, so Gassen. Auch bei Spider-Man, ne, wo er dann irgendwie sich da abseilt, dann versteckt er sein Kostüm oder sowas. Ja, das kennt man ja, diese Szenen. Und er sagte, tatsächlich in Manhattan gibt es eigentlich nur exakt so eine Gasse, so eine Seitenstraße. So. Das ist auch der Hammer. Been shot in New York City, if it's like a Law and Order or whatever, is like, it's all in this one block, one alleyway. So you were very gracious with your time. We went through a pre-production process ahead of time. I know we had a lot of meetings, kind of working with the Pixamondo team,
taking your script and taking the storyboards and obviously kind of bringing them into the digital world, bringing them into the engine, incorporating them into the city environment. Do you want to talk a little bit about those meetings and any thoughts on that process? Yeah, well, I mean, I think there was a learning curve on both sides. I remember showing up with this virtual city, and I remember some of the guys being like, "All right, where do you want to put the camera?" And I was like, "Whoa! I need storyboards first." And they're like, "Okay, well, you could just do that here." It's like, well, it's not how my brain works, and we had to kind of. Okay, also er erzählt ja auch gerade so ein bisschen von Drehs, wo er direkt gefragt worden ist, ja, wo sollen denn die Kameras stehen und so weiter. Und Jason einfach noch keine Storyboards hatte und sagte, ja, ich brauch Storyboards so, ne? Also so funktionieren meine Gedankengänge nicht. Also er braucht halt Storyboards als Hilfe, um eben zu wissen, wie die Szenen aussehen sollen, wie sie gefilmt werden sollen. Step back for a second, and there was kind of an interesting moment on both sides, because I felt like at first I was like, oh, clearly I'm just going to be the student here and you're just going to teach me how this all works. And then I realized, oh no, let me teach you a little bit about how we do things on set as well. And traditionally I work with a storyboardist, who will do drawings of the frames. And then what I'll do on my films is I'll go to those locations with stand-ins and I'll give the stand-ins the script and I'll have them start doing the scene and I'll have just a digital still camera and I'll start taking photos of the stand-ins at the exact location, lens height, and usually on a matching lens on my still camera, and we create what were called photo boards for the crew, and the crew can then look through the Okay, also im Prinzip wurden dann von den Storyboards, also diese Zeichnungen, die vorher gemacht werden, wurden dann die Locations dann gesucht und dann wurde geschaut, mit Fotos digital gemacht und geguckt, dass die so ungefähr dann aussehen wie die Storyboards, also super aufwendig, dass dann so quasi so ein digitaler Katalog erstellt wird mit Szenen, also so ein Fotostoryboard. photo boards, and not only see what a storyboard would show, but they would see, oh, this is actually what the lens would look like with a character in that location, and they can kind of build around that. And what I found we were doing was now replacing that photo board experience, taking the storyboards and going into that virtual city and now setting up a virtual camera with that lens height. Okay, da sagt er es also auch. Also, sie haben das Tool für Ghostbusters 4 genutzt, um dieses Fotoboard zu ersetzen. Also im Prinzip sich diese Schritte zu sparen, Locations abzufahren oder abzulaufen, um dann da Fotos zu machen und das dann im Nachgang nochmal anzugucken, wie das passt und wie die Kamera dann aufgestellt werden soll. Also super aufwendig, da geht ja wahnsinnig viel Zeit auch drauf und es kostet Geld. Und da hatte ich anscheinend dann tatsächlich den richtigen Riecher. Also sie haben wirklich das als Tool benutzt, um sich diesen Schritt zu sparen und haben diese virtuellen Umgebungen genommen und haben darin mit den Lichteffekten und den Kamerawinkeln und so weiter herum probiert. Und durch dieses Fotorealistische kann man dann natürlich auch das super einschätzen, wie es dann eben beim Dreh aussehen wird. Also es ist super spannend, es ist ein wirklich tolles Tool, aber wir hören mal weiter zu, was Jason Reitman noch dazu sagt. Putting, a stand-in virtual character there and being able to create boards that way. Yeah. And I think, like you say, there was a lot of to and fro there. I think there was learning from both sides. I think the storyboard process, going through that process with you was a huge learning for me. And seeing how fast you could edit those storyboards, I remember being a moment for sure as part of the process. And you're right. I think all of those weeks of kind of. Hat eigentlich noch jemand so das Gefühl, dass er wie Barney Stinson aussieht? Nur wie Barney Stinson, wenn er sich, also ein bisschen älter? Understanding what you needed and what you were looking for within the environment was hugely helpful to delivering the final shot. I think the word fast is the key word. I think we all know what it's like to go from the moment of you're writing something by hand to once you're typing it, if you're writing a script, it's almost as though if the computer can start working as fast as your brain is working, even on rewriting a sentence, you can develop the sentence faster, the paragraph faster, the essay faster, whatever you're writing. And the thrilling part of this is you're developing this story faster by your ability to move the camera, move around the city faster, because now things are moving as fast as your brain. Yeah. Yeah. Guter Punkt. Also das
dass dieses Tool halt ermöglicht, dass man die Story eben auch schneller weiterentwickeln kann. Es ist ja oft so, dass sich eben beim Dreh auch erst Sachen ergeben und so weiter. Und durch die Begebenheiten musst du halt gucken, okay, jetzt muss man vielleicht auch was umschreiben am Skript. Das erklärt aber auch, warum die so extrem gut mit dem Dreh vorangekommen sind. Und dass die anscheinend auch gar keine Nachdrehs brauchen, weil sie durch dieses Tool so gut im Voraus planen konnten, dass es einfach keine Probleme gab. Das finde ich halt wirklich krass. Also es gab ja anscheinend wegen des Streiks tatsächlich Schwierigkeiten, wo sie so ein bisschen rumlavieren mussten. Das hat ja Ernie Hudson auch mal gesagt. Aber im Großen und Ganzen lief das ja echt schnell und echt gut ab. Also ich bin echt fasziniert von diesem Tool. Also es ist echt Hammer. So let's talk about the shoot day, which was a really special day, I think. We'd obviously done all the prep leading up to that. Yeah, talk about your impressions when you arrived on the mocap stage for the first time, and yeah, what were your expectations about that day? Well, first of all, it's like lovely, you know. I'm used to, and look, I love old Hollywood. I love the old stages of Hollywood. So I do like those like 1930s buildings with old wooden rafters with scary graffiti up there, and like, you know, and everything feels a little bit like a tinderbox. But this was like, it was this carpeted room with air conditioning, and it's like, my first impression was like, oh, I can direct in my socks. This is like really nice. But then also from just, you know, obviously from a technology point of view, which I think is probably more what you care about than my level of comfort while filmmaking, was the idea that not only could I experience, and look, I had done this a little bit, I've visited, you know, Jon Favreau's stage, and like I've seen a little bit of like what it's like to hold a virtual camera, but now we were running back the scene in real time. I was directing an actor in real time, and I was able to stand on a New York City street, a place where I could never do this in a natural way. If we're shooting in New York City, like we just did on this last Ghostbusters film, you're thinking about how many shots you can get done in a day. And in New York City, it's very few because you are very limited in scope, and there's a kind of a natural flow of traffic and pedestrians. You have to let traffic go every once in a while. Ja, das ist die Stelle, die ich meinte, wo er darüber spricht, wie schwer das in New York inzwischen ist zu drehen. Also sie haben halt wirklich, sie müssen ja immer schauen, also das war ja in Legacies, also Afterlife sagt er ja auch so, dass sie auch immer genau überlegen mussten, wie viele Shots, also wie viele Takes, Drehs und so weiter brauchen wir da oder können wir da machen. Und das ist in New York natürlich noch krasser limitiert, einfach weil du dich an den Verkehr halten musst und so weiter. So many obstacles to shooting there, and you know, you're lucky if you can get 6-8 shots in a day there. And here we shot this entire thing. Like everything you just watched, we did in a day. And that includes shots that are where a crane would be, and shots where a helicopter would be, and shots on building rooftops, and shots that are done all over the city, and shots where the camera is locked onto a car, and shots, I mean, think about just the variety of shots and the amount of just rigging that would be required to do all that stuff. That's what kind of blew me away. Yeah, yeah. And what was it like working? Ja, das wär natürlich auch spannend, ne, wenn man das halt komplett so ersetzen könnte. Ne, und gerade eben solche Szenen wie so Autoverfolgungsjagden, Action-Szenen und so, wenn man sowas halt komplett mit so einem Tool erstellen kann. Das spart natürlich extrem viel Mühe und Arbeit. Qualitativ sehe ich das hier natürlich noch nicht, aber es wäre natürlich in Zukunft wirklich, wirklich krass, wenn man das so machen könnte. Aber also allgemein der Tenor, was ich jetzt hier draus ziehe, ist halt, dass man das für Ghostbusters 4, also der kommende Film im März nächsten Jahres, dass man das hier als Werkzeug, als Tool benutzt hat, einfach um dieses Fotoboard zu ersetzen und im Vorfeld zu gucken, wie können wir die Szenen gestalten, wie können die aussehen, um dann wirklich nach New York zu fahren und zu sagen, okay, in der und der Straße, da steht die Kamera, da steht das und das, da steht das Mikro und so weiter. Dass man wirklich sofort aufbauen kann und sofort loslegen kann, um wirklich Zeit zu sparen. With, I guess, real-time preview, being able to see the performance
immediately in the VCam monitor and on the preview monitors? You know, I mean, look, I think the truth is that it's a preview of what is to come, and you know, like I would love Stay Puft to be more emotionally responsive to the actor, but you can see where it's going. There's this possibility of working with real talent and work. Ja, aber er spricht es hier ja auch selber an gerade, ne, dass das halt noch nicht so ausgereift ist und dass es spannend ist, wo das hingeht. Und er sagt ja auch, dass er über Stay Puft, der eigentlich Mini-Puft ist, sich irgendwie gewünscht hat, dass der emotional echter irgendwie reagiert und sowas. Ne? Das ist mir natürlich auch, also das fiel halt schon auf in dem Video, ne? Dass der halt nicht so. Also es wirkte manchmal sehr off, wie das Gesicht sich bewegt hat, so, ne? Aber wie er schon sagt, es ist super spannend, wohin da die Reise geht, ne? Working with an actor, which is, you know, what I'm used to doing, and getting a real-time translation between what the actor is doing and what your digital character is doing. As a Ja, und auch das ist ein guter Punkt, ne? Dass man ja eigentlich bisher bei einem digitalen Charakter immer das Problem hat, wenn man da jetzt nicht schon eine fertige Puppe oder irgendwas hat, wo man per CGI das dann irgendwie nochmal verfeinert oder irgendwas drüber legt, dann haben ja die Schauspieler und Schauspielerinnen einfach nichts, worauf sie reagieren können, außer vielleicht irgendwie so ein, weiß nicht, man kennt diesen berühmten Clip von Game of Thrones, wo man irgendwie Daenerys Targaryen sieht mit den Drachen und dann wird so übergeblendet in das Behind-the-Scenes-Material, wo man sieht, dass sie einfach vor so einem Greenscreen sitzt und so einen grünen Tennisball oder sowas dann da streicheln muss. Es ist natürlich dann als Übersetzungsmöglichkeit gut, so für den Schauspieler oder die Schauspielerin dann auf was reagieren zu können live. Ne? Also das ist schon, es bietet so viele Möglichkeiten. filmmaker, that's what I'm always looking for. I have a story in my head, but I'm not a gifted actor. I'm not a gifted musician. I'm not a gifted, you know, seamstress or set builder and I can't draw to save my life. Literally, I would die. So anything that brings me closer to getting my vision onto a screen so you can feel what I'm hoping you'll feel is making me a better storyteller. Yeah. And I think, I mean, that really came across in the shoot day, I think. Er sagt ja auch, dass er ja kein begnadeter, also er ist ein Filmemacher, er ist kein begnadeter Zeichner, Musiker, was auch immer. Und alles, was er nutzen kann, um irgendwie seiner Vision näher zu kommen, die er im Kopf hat, so, ne, das ist für ihn dann halt Gold wert. Und das natürlich, also man merkt ihm schon an, dass er da wirklich ein Tool gefunden hat, oder dass es da wirklich ein Tool gibt, das einfach das Filmemachen revolutioniert. Weil du wirklich Visionen direkt umsetzen kannst, ohne vor Ort irgendwo sein zu müssen und irgendwas irgendwie einstellen zu müssen, sondern du kannst es direkt am Computer oder irgendwie in so einer digitalen Umgebung einstellen und kannst einfach gucken, okay, wie wird die Szene wohl aussehen? Also das ist so cool. Ich bin selber echt begeistert und ich glaube auch, dass das vielleicht eine Sache ist, die Ghostbusters 4 helfen kann, promomäßig, weil das natürlich auch Gesprächsstoff ist. Ne? Wenn man das natürlich für die Promo auch ein bisschen rausstellt, dann noch wieder, dann glaube ich, hat das echt Potenzial, dass der Film richtiger, ja, also halt wirklich so richtig, ja, überall stattfinden kann. In allen möglichen Filmpodcasts und so weiter, auf Newsseiten und so, dass über den Film gesprochen wird. Das ist ja das, was bei Legacy manchmal so ein bisschen gefehlt hat, so in der Promo. Aber das könnte alles dem Film sehr, sehr, sehr zugutekommen. Und man hat natürlich jetzt auch noch mal mehr Entwicklungszeit oder Nachbearbeitungszeit für den Film, weil er ja in den März verschoben wurde, nächstes Jahr. Und das sind alles Sachen, die dem Film so gut tun werden. Ich bin gespannt. Obviously, the connection that you were looking to make with the actor during the day and the performance that you were looking to get. We've talked a little bit before about previous VFX work you've done to try and capture those. Do you want to talk a little bit about that and how that differs from your experience on the mocap? I think it's just time. And look, I want to be really clear. I love filmmaking in real places with real actors. So for me, this is not a substitute. If I were to make Juno again today, I would make Juno exactly the same way. What I see here, what thrills me,
is if I wanted to make a movie like Juno that took place in ancient Rome, I wouldn't be able to do that because it would cost $200 million to make Juno, and that's not cost effective. There's no studio who would sign up for that. You can make Ghostbusters for a lot of money, but you can't make an independent film in an unexpected location. You can't make an independent film underwater on the moon or 1,000 years ago or into the future. And what thrills me about it is the possibility of independent filmmakers who want to tell their kind of stories, but in environments that they don't have access to, with characters that they don't have access to, and the possibility of getting a whole new wave of stories that you could read in a book, but you would never actually get in a film. Right. Right. Naja, stellt ihr das auch nochmal klar, dass das für ihn wirklich nur ein Hilfsmittel ist. Dass das nicht quasi jetzt das Drehen an realen Orten komplett ersetzt oder nichtig macht. Und der Vergleich mit Juno, mit einer seiner, glaube ich, bekanntesten Filme, bevor er Ghostbusters gemacht hat. Der hat ja vorher reine Independent-Produktion gemacht. Und das sagt er auch gerade, wenn er irgendwie Juno im antiken Rom oder sowas drehen wollen würde, dann würde das nicht gehen so. Aber so kann man halt digital diese Umgebung herstellen. Und durch diesen Fotorealismus sieht es dann sehr echt aus. Wir haben das eben gesehen, also die Umgebungen sehen fantastisch aus. Es hapert halt oft noch so an Bewegungsabläufen von Objekten und von Lebewesen. Aber im Großen und Ganzen, location-mäßig, ist das fantastisch. Und es erlaubt ja auch, wie er hier sagt, so Independent-Filmemachern, Geschichten zu erzählen, die sie sonst nicht erzählen könnten, weil sie nicht die Mittel dazu hätten und nicht die Möglichkeiten, also die Umgebungsmöglichkeiten oder wie auch immer, oder effektmäßig und das Geld natürlich auch. Weil das halt kein Studio finanzieren würde und sagen würde, ja, sorry, aber das kostet, ne? Und für so einen kleinen Film machen wir das nicht. Also, es ist natürlich immer, ich habe viel Kritik auch im Vorfeld vernommen, so von Leuten, die auch gesagt haben, was ich natürlich auch verstehen kann irgendwo, ja, aber wäre ja schade irgendwie, wenn alles jetzt nur noch so digital und künstlich aussieht und man kennt es ja auch von, war es irgendwie Tod auf dem Nil oder so, der ja auch fast ausschließlich vom Greenscreen entstanden ist und zum Teufel, man sieht es in dem Film und der ist nicht besonders gut, die Story ist toll, aber ey, keine Ahnung, das sieht furchtbar aus. Und Jason Reitman stellt es dir halt auch nochmal klar, dass das wirklich nur ein Hilfsmittel ist und nicht komplett ersetzt, dass man wirklich an echten Locations dreht, ne, mit echten Leuten und wie auch immer. What did you think of the final shot? It's genuinely thrilling. And look, part of it is because I've only done so much action, and my relationship with car chases is more just I'm a fan of them, and to have directed one and see it on the screen and go, oh yeah, that's actually what I had in mind, is really thrilling, and I'm just genuinely blown away by the artists who I got to work with on this and their ability to make that car look as real as it is. I mean, there's shots of that car in that city that look so hyper real that you could cut them into the movie right now. I mean, I'm not sure what you guys. Da muss ich ihm widersprechen. Er sagt ja hier, dass in diesem Kurzfilm, also er wurde nach seiner Meinung zu dem Kurzfilm gefragt, zu dem finalen Produkt halt, den wir übrigens mit Sicherheit auf der Blu-ray von Ghostbusters 4 finden werden, wenn er dann als Home-Video-Release rauskommt. Aber er sagt ja hier irgendwie so, ja, das Auto sieht ja so hyperrealistisch aus, dass man es in den fertigen Film schneiden könnte. Das sehe ich nicht so. Also es gibt Einstellungen, da sieht es wirklich richtig, richtig geil aus. Es gibt aber auch Szenen, wo es irgendwie seltsam aussieht, wo man merkt, dass da irgendwas off ist. Aber kommt wahrscheinlich auch mal auf die Nachbearbeitung drauf an. Wenn man das wahrscheinlich noch ein bisschen länger bearbeitet, mehr Zeit einfließen lässt, dann kann das wahrscheinlich auch richtig, richtig krass aussehen. Also, ja. Experience was like, but when I watched that for the first time, I'm not saying every shot, but there is shots in there where you're locked on the corner of Ecto 1 and an antenna is buzzing and the reflections in the glass and the city flying by, and I just went, yeah, that looks real. I would put that in a movie. If anything, it's just I'm kind of
in awe of the combination of artists who worked on this and the developers who created the technology so that this could exist. Yeah, yeah. Perfect, thank you. And that's probably a perfect segue to move on to talk to Mahmood about the team behind this and the creative group behind it. Do you want to talk a little bit about Pixelmonde and talk a little bit about your previous team, some of the previous work that you've done? Yeah, absolutely. So we have 7 offices across Europe and North America, and almost all of our offices are capable of producing high-end previs. But the London team in particular, they're specialized in VCAM, real-time previs, and agile virtual production. And this being a real-time project, we knew that we have to put the London team on the project. It's a very small team, but very agile, very collaborative, and very efficient. And we were really lucky that we could book them because they're usually very busy with other shows. Earlier this year, they finished Halo Season 2, doing previs in Unreal Engine, and House of the Dragon. Yeah. Fantastic for me. Sorry, fantastic for me. Okay, also viel Name-Gedroppe. House of the Dragon, Halo, die Serie, also alles Leute, die daran irgendwie mitgearbeitet haben und wo ja eben auch diese Unreal Engine für verwendet wurde, die ja einfach auch fantastisch aussieht, wenn man sie gut einsetzt. Me to get to work with some Brits again, Yeah. which is always nice. So that was great. So I approached you very early on in this project. Yeah. I remember reaching out and saying we want to do this real-time test, and you were immediately on board. You were super supportive. Absolutely. Tell me about the excitement around that and really what drove you to... Yeah, sure, thanks. I actually remember your first email. The subject line was real-time project, and I remember replying immediately saying, you had me at real-time. Yeah. At Pixelmonde, we're a big believer of... Okay, also es gab eine Mail, da stand ja hier irgendwie betreff Realtime-Projekt und bei Realtime, da waren die Leute schon an Bord und begeistert. Believers of the real-time technology, and in the past few years we've been really trying to implement Unreal Engine into our workflow and pipeline, and when this project came along, I thought that this is the best project to be able to stress test our pipeline, and then later on when we found out that it's Ghostbusters and Jason, it was definitely a dream come true, so we're really excited. Yeah. Also auch da haben sie wie bei Legacy ja auch schon anscheinend und bei dem neuen Film im Vorfeld irgendwie so ein bisschen bei manchen Beteiligten geheim gehalten, dass es um ein Ghostbusters-Projekt geht, und bei diesem Kurzfilm hier haben sie es anscheinend auch sehr lange geheim gehalten, bis dann irgendwann sie mitgeteilt bekommen haben, okay, Jason Reitman ist an Bord und es geht um ein Ghostbusters-Projekt. The team have worked extremely hard, and there's been a lot of passion gone into this, a lot of passion and hard work that's gone into this project for sure. So you were there throughout the entire process. You were definitely there on shoot day. I'd love to get some of your takeaways from what it was like to be on the stage during that day. What were some of the things you saw and some of your key takeaways? Absolutely. It was really eye-opening for me. First of all, how fast Jason picked it up and started shooting. For me, that was really great. And coming from the traditional visual effects world, I remember the days that we would submit a QuickTime, the director, someone like Jason, would look at it, a few days later, probably thinking that, no, this is not the right shot, writing notes, like the back and forth that would take weeks, if not months. I could see that Jason just coming up with shots back to back. And on top of that, the happy accidents that we got. For example, we accidentally walked into a building, then all saw outside from inside, and Jason's like, this is such a cool shot, let's shoot something like this, and this wouldn't have never happened with traditional visual effects. So it was really good to see the how interactive and collaborative the process was. And how do you see, do you see more of this kind of technology being used in VFX workflows? Yeah, absolutely. It's I think we're just scratching the surface. This is really going to take off from here. Very cool. Ja, das Statement finde ich auch gut. Also war ja gerade die Frage, ob er das auch in Zukunft sieht, dass das mehr genutzt wird. Und da sagt er, ja, da kratzen sie gerade nur an der Oberfläche mit. Ich glaube auch, dass da viel mehr noch mitgeht. Also da sind die Möglichkeiten richtig groß, wenn man das noch weiterentwickelt. Yeah. Okay, awesome. Thank you for that. No problem. Dave, we've been talking about collaborating on a project for a long time. So great to have you here. Thank you so much for
all of your support with the mocap facilities. Talk a little bit about your group and what you do within PlayStation. So, thanks, Guy. So, Creative Arts is essentially an in-source team within PlayStation Studios, so which incorporates visual art. Okay, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe jetzt irgendwie den Part übersprungen, wo die vorgestellt wurden. Das ist anscheinend er hier links, ist der Pixelated-Typ, der eben gesprochen hat. Und Art, sound, music, and creative. One of our projects for a long time. So great to have you here. Thank you so much for all of your support with the mocap facilities. Talk a little bit about your group and what you do within PlayStation. So, thanks, Guy. So, Creative Arts is essentially an in-source team within PlayStation Studios, so which incorporates visual arts, sound, music, and creative. One of our main assets are the mocap stages we have in LA, which we built around for Naughty Dog. For those who played Uncharted, we built the stages for them, and then the God of War team started using. Okay, er und sein Team haben auch für Naughty Dog, die ja die Uncharted-Reihe gemacht haben, die Videospiele, haben sie die Stages, also die Level designt. Und wer schon mal Uncharted gespielt hat, der weiß, wie krass diese Level aussehen. Using them, so Santa Monica Studio came in. So we've been doing motion capture for about 20 some years. And we actually, it was interesting, you showed some of those. Okay, also die waren also jetzt bei diesem Projekt hier für das Motion Capturing zuständig. Also das machen sie schon seit 20 Jahren. The history line, we worked on the Madison Beer project with Sony Music. We worked on the piece for Love, Death and Robots. So we had a lot of experience. Und auch an Love, Death and Robots haben sie anscheinend auch ein bisschen mitgearbeitet. Auch eine fantastische Serie, kann ich echt nur empfehlen bei Netflix. Die ist richtig, richtig stark. Also es sind immer so in sich einzelne kurze Geschichten, die meistens so, glaube ich, in so 20, 25 Minuten erzählt werden oder so. Und es sind immer in sich abgeschlossene Geschichten, die auch inhaltlich nichts miteinander zu tun haben. Aber die sind fantastisch. Also das ist so gut geschrieben und so gut in Szene gesetzt. Also da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, guckt euch das mal an, das ist so genial. Going into this project with those projects behind us. And so when you came to us and said, we want to do this, we thought, oh, we already understand most of this, and we were working with Unreal Engine at that point as well. So plugging the pieces in and just getting ready for when Jason came on and the team arrived at the stage, we felt pretty prepared, but you just don't know what to expect on the day. And especially, it's interesting for actors to be in a space that doesn't really have any physical, desks or chairs. You're in a void in some ways. So you need a great director to show you how and where you should be setting and where your placing are. Er spricht gerade so über den Dreh beim Motion Capturing, ne, dass das ja auch dann immer so eine Sache ist, dass die Leute, die halt dann in diesen Motion Capture Anzügen stecken, ja gar keine richtige Umgebung haben, mit der sie so agieren können, also keine richtigen Stühle, auf die sie sich setzen können und so weiter. Und man da wirklich einen guten Regisseur oder eine gute Regisseurin braucht, die da Anweisungen gibt. Und das natürlich dann auch mal schwierig sein kann. Ne? Das ist immer Hit or Miss. Or having somebody who can come in and then direct directly there and say, oh no, you need to move here, I'm going to change the camera. It's really impressive to see it. And I see we just keep building upon this. So this is just another demo in a long line of things I think we're going to be able to do. Ja, und es spart halt, wie gesagt, wirklich dieses, okay, wir müssen jetzt testweise aufbauen und gucken und dann müssen wir wieder umbauen. Das ist so viel Arbeit und so viel Mühe. Ich kenne das ja wirklich nur im ganz, ganz Kleinen hier schon für YouTube, wenn ich hier mein neues Lichtsetup aufbaue oder als ich das aufgebaut habe und da rumprobiert habe. Da habe ich stundenlang gesessen und herumprobiert, wie das Licht am besten aussieht. Und wenn ich mir sowas beim Filmdreh in noch größeren Ausmaß vorstelle, da geht so viel Zeit und Geld für flöten. Also das ist bin sehr, sehr begeistert von dieser Technik. And especially as we move closer to a photorealistic ability as well. Yeah. And I think, you have an incredibly experienced team.
They were fantastic for providing us whatever resources we need. And like you say, being able to translate some of the virtual environment into the physical world so that we could get that connection during the shoot. And I think they've got a lot of passion about film and games and that kind of connection at all. Do you want to speak to some of that and some of their enthusiasm around this project? Yeah, the team, Chuck Gazaldi and the team on the mocap stage was super excited to see this. I mean, we've been talking about convergence of film and games forever. Back to my first game I worked on was Bram Stoker's Dracula. You look back at that now, and you look at the pixels on that game, and all you see is giant blocks moving around, which could be a monster, but you don't know. To now, where we Okay, das erste Videospiel, an dem er gearbeitet hat, war Bram Stokers Dracula, Entschuldigung. Und wenn man sich das inzwischen anguckt, sind das ja eigentlich nur so Pixelblöcke, die sich bewegen. Aber zu der Zeit war es halt echt krass revolutionär. Gibt es, glaube ich, auch ein sehr gutes Video vom Angry Video Game Nerd zu. Das sind ja, also behandelt er ja so grundsätzlich so die Dracula-Spiele und da ist auch dieses, ich glaube, dass er das meint, was auf dem Film mit Gary Oldman basiert. Das sah zu der Zeit wahrscheinlich richtig, richtig krass aus, so wie auch Spiele wie Mortal Kombat und so, aber inzwischen denkt man sich auch so, wow, nicht gut gealtert. We have this photorealism. We were talking earlier about her and how you can get motion and you can get real performance that have a connection with people. So I think these technologies are merging, and I'm curious for Jason. You said it was great being on the stage, but as an indie filmmaker, were you able to just like jump around and change the shots as you went? You weren't stuck to your storyboards, the timing. I think that's really well said, and I think that the filmmaking and I think the creation of art in general is this mixture of preparation and practice when it meets accidents, and that's where the thrilling stuff comes. I've met very few filmmakers who said, yeah, we had a plan for the film, we executed the plan perfectly, and that's what resulted in. That's why the movie's so good. Okay, er sagt gerade so, er hat noch niemals einen Filmemacher getroffen, der irgendwie gesagt hat, okay, wir haben einen Plan gemacht, wir haben den Film gedreht und es ist genau nach Plan gelaufen, es ist perfekt geworden, ja, und das ist der Film, so. Es ist niemand jemals. Ach, ich mag Jason Reitman total, ich finde den so sympathisch und lustig. Every story you hear when you talk to a filmmaker is like, yeah, I always thought it was going to be this one thing, and then this other thing happened. It started to rain, or the actor was sick, or the car ran out of gas, and we ran out of film, Ja, er sagt auch gerade, es gibt immer Geschichten von irgendwelchen Zwischenfällen und Unfällen. Irgendwie hat es geregnet, dann konnte man das nicht so drehen und weiß nicht, dann gab's diese Zwischenfälle und so. Also es ist ja immer irgendwas, weil man halt nicht alles irgendwie so im Detail einplanen kann. Wenn man es halt nicht vorher eben mit so einem Tool hier zum Beispiel mal ausprobiert hat oder da eben wirklich einen guten Plan machen kann. Und ja, das ist halt, also, ich glaube, Terry Gilliam kann davon echt ein Lied singen. So, The Man Who Killed Don Quixote ist ja so ein Beispiel von einem Film, der ja ewig gebraucht hat, bis der mal entstanden ist, weil es da so viele Zwischenfälle gab. Ich glaube, da gibt es einen guten Film, The Man from La Mancha oder so heißt der, oder La Mancha, wie man es auch immer ausspricht, also nicht Mancha aus Ghostbusters Legacy. Das kann ich auch nur empfehlen, das ist wirklich spannend. Und der Film selber ist übrigens auch fantastisch, also das finale Produkt hat sich da echt gelohnt, das mal kurz abseitig vom Thema. all of a sudden you're reacting in real time, and it's that oh shit part of your brain that kicks in that comes to save you, and you come up with something unusual that delights you and ends up becoming what makes the movie magical. So the thrilling part of me was I'm moving around with this really light camera, and I'd forgotten about that moment. You're 100%. So, ja, sorry an der Stelle, die Kamera hat es gerade irgendwie weggefetzt. Ich fasse nochmal die letzten Sätze von Jason zusammen, da muss ich nicht zurückspulen. Er hat jetzt hier nochmal drüber gesprochen, dass dieser Kurzfilm ja jetzt hier im Prinzip das Ergebnis von einem Tag war.
und sie ja nicht irgendwo hingehen mussten, um zu sagen, hey, darf ich mal bei Ihnen kurz aus dem Fenster filmen oder so in New York, ja, sondern sie konnten das direkt digital hier erstellen und man konnte auch direkt sagen, hey, wie wäre es denn eigentlich, wenn Stay Puft dran vorbeigeht und in das Fenster reinschaut, ohne dass man da jetzt irgendwie im Nachgang visuell effektmäßig dann was machen musste und dann vielleicht nochmal nachdrehen muss oder so. Also das ist schon sehr, sehr convenient, wie man so schön sagt. Very cool. Yeah. Miles, Kim had some really nice words to say in the early BTS video about this project. To talk a little bit about what this project's been exciting for you. You know, coming from a visual effects background and also being a part of a company that ultimately it's a games company, but a bit of the leadership has a film background. And understanding what goes into telling a story, the happy accidents, the challenges that you have sometimes in trying to convey a message to a team of people. The challenge you have in how many times you could iterate on something. It was really exciting to start to see the process whereby you're able to strip away all of those quite terrible byproducts of having to post-render something and just put something in Jason's hands so that he can explore. And for us, that's just absolutely an amazing thing. And it's not only from the perspective of rendering, it's actually from the perspective of, no, this is actually a physical world that has physics and if-then happens and all of these other things that I think, again, like Mahmoud said, we're just scratching the surface on what this really is going to be. So Ja, er sagte ja auch, dass diese Umgebung, die sie da digital schaffen, die haben ja wirklich auch eine Physik und so weiter. Also die reagieren ja auch und so. Und das ist halt spannend, dass sie eben dieses was machen konnten, grafisch erstellen konnten und Jason das in die Hand geben konnten und er damit dann rumspielen konnte. Ne? Also das ist schon krass so, als, weiß ich nicht, so irgendwie quasi so ein lebendiges Storyboard, das man einfach dann noch formen kann. Das ist Wahnsinn. So, you know, for us to see this, not only is it really exciting to see what can be done now, but it invigorates us to go back and the developers to start creating things for that next thing and the next. It's funny because I always kind of draw the correlation to a car like the Ecto. Like, you have to drive that car. Like, there's not stuff in it that helps you drive it. You have to drive it. And nowadays, there are cars that we all have now that kind of drive for you a little bit. So a terrible driver can drive pretty well. And I think, not that they're necessarily the terrible people there, but how can you get someone to engage so that the technology falls away? Right? So that just the poetic nature of telling a story is in the forefront and that everyone who is experts in their field is able to contribute. Forget about it. That's awesome. That's just amazing. And how important, happy accidents has come up a couple of times, how important is real time to that process, do you think? I think it's absolutely critical. Again, in visual effects, we've been building 2D images. Bloop, bloop, and you know how many shots, and nope, you can have 4 shots, you can't have 5, you know, and like you have this and everything's budgeted that way, but what happens when you enable teams to make the 4 square miles and that we can go around and start to look at things the way you would in the real world? And to me, that is just, it's so incredibly freeing. And also to be able to, you know, move the team and everybody and do a set like somewhere else where you got a crane and you have all these other things. I think. Ja, sie können ja im Prinzip wirklich auch die Crew digital sozusagen dann auch verschieben und sagen, hier, wenn die auf der anderen Straßenseite stehen, so wie fällt das Licht da, wie sieht es dann in der Kamera aus und so, ne? Also das ist wirklich so viel Zeit und Aufwand, was man da wegspart. It's really empowering. There was a filmmaker that I heard from, and he said that he, with a very small team, plans everything.
and has it all written down and everything. And when he goes into shoots, he puts it in a drawer, his plan, and then goes and just shoots. Right. And that's just because it's like, okay, I know that I can do it all, but no, I'm going to work with the team and we're all going to bring our best self. Okay, also er hat gerade das Beispiel von einem Filmemacher genannt, der natürlich immer im Vorfeld einen Plan hat, wie was gemacht wird, dann aber, wenn der Dreh losgeht, diesen Plan einfach in eine Schublade schmeißt und dann sagt, okay, ich richte mich nach dem Team. Ich gucke jetzt, dass wir zusammen das machen, so, weil du kannst einfach viele Dinge nicht im Vorfeld planen und du musst dich mit den Leuten austauschen und so. To the set, and we're going to do something that is going to happen in that moment. And to me, that's what artistry and that's what creativity is all about, really. Creative is a process, and not everybody has the same process, but how do you free that process up for everybody to participate? Again, I get excited about this stuff. It's amazing. Again, I've been here since the early 90s at SIGGRAPH. This is a whole nother world now. It's amazing. And the city asset obviously was very important. You mentioned it earlier. Our shooting location certainly saved us a lot of time, got us a really good head start on this project. Talk about the importance of that asset, releasing that asset into the world, and again, where you think that process is going to go with these large photoreal assets. I think we've been as kind of insular in how we approach things, where everything is proprietary, and it doesn't serve the purpose of the community. I mean, we've always had backlots, and that alley you're talking about, has been shot so many different ways, and it's such you can actually buy trash for that alleyway, which is another amazing thing. There's someone who has a whole business behind cleared trash that you can put in the alleyway. Okay, er sagte gerade, also für Filmdrehs, wenn man in so einer Seitengasse dreht, dann gibt es jemanden, der sich darauf spezialisiert hat, dir so sauberen Müll quasi dafür zu verkaufen, den du dann da ausstreuen kannst oder irgendwo in die Tonnen schmeißen kannst und sowas. Das ist absurd. But again, there are all these things that you have, and ways of going about, shooting and everything. And I think for us, being able to free that up and being able to give something like that city sample, and then starting to see how other people are using it, that is really exciting, because I think we are a community, bringing people together. That's what filmmaking is. It's a community of people coming together and coming at it from a hyper-proprietary way. It doesn't serve everyone always. So I encourage people to share and see what someone can do after. Very cool. Yeah, and obviously we're very grateful for that. You putting that sample out into the world. Ja, also im Prinzip die Essenz, die wir hier jetzt rausziehen können, also müssen das jetzt nicht komplett alles nochmal nachschauen. Aber es gibt halt wahnsinnig viel her und man kann echt gespannt sein, wohin da die Reise geht. Also ich bin jetzt noch gehypt auf Ghostbusters 4 und es ist schön, dass man hier jetzt nochmal was hat, was nochmal die Vorfreude steigert. Und in diesem Sinne habt ihr jetzt auch einen kleinen Eindruck von diesem Tool. Und ich verlinke euch das Originalvideo auch unten nochmal in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch das nochmal in voller Länge angucken. Das war jetzt hier nochmal so ein kleiner Einblick. Und ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und verabschiede mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.